Gorillas gehören zu den am stärksten bedrohten Tierarten weltweit. Grund ist die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume in Afrika durch Abholzung oder menschliche Besiedlung. Zudem fallen sie häufig Wilderei und illegalem Handel zum Opfer, was ihre Population weiter dezimiert. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Bemühungen, diese faszinierenden Tiere zu schützen. Ein solches Projekt leitet Wilco, ein Mann aus den Niederlanden. Ihm ist klar, dass Gorillas ohne Eingreifen keine Überlebenschance haben würden. Die Freude war umso größer, als die Gorilladame Angela trächtig war. Doch zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, was in den nächsten Stunden passieren sollte. Wilco erfuhr, dass Angela sich noch mehr zurückzog als üblich. Sie verweigerte sogar die Nahrungsaufnahme. Er wusste, dass dies ein Anzeichen für bevorstehende Wehen sein konnte. Schließlich wurde sie unruhig, stöhnte und legte sich nieder. Genau wie Wilco erwartet hatte, setzten die Wehen ein. Ein engagiertes Team von Tierpflegern trat sofort in Aktion und war bereit, jederzeit einzugreifen. Obwohl das Conservation Center aufgrund mangelnder finanzieller Mittel unterausgestattet war, mangelte es den Mitarbeitern nicht an Hingabe für ihre Arbeit. Sie leisteten oft Überstunden, arbeiteten Nachtschichten und engagierten sich ehrenamtlich, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Da mobile Einrichtungen fehlten, mussten sie kurzerhand ein Zelt in einer Ecke von Angelas Gehege aufstellen. Einige der Tierpfleger brachten sogar Decken von zu Hause mit und legten sie auf dem Boden aus, um es für Angela bequemer zu machen. Ohne Aufforderung wanderte Angela in die gemütliche Ecke, machte es sich dort bequem und bereitete ihren Körper auf die bevorstehenden Wehen vor. Trotz all ihrer sorgfältigen Planung hatten sie ein wichtiges Detail übersehen, das bald für Chaos sorgen würde. Angela hatte bereits begonnen, sich auf die Geburt vorzubereiten. Mit kraftvollen Stößen kam schließlich der winzige Nachwuchs zum Vorschein. Obwohl Angela eine erfahrene Mutter war, war diese Geburt anders als die vorherigen. Sie musste all ihre Kraft und Ausdauer mobilisieren. Nach einer ungewöhnlich langen Geburt und dank der Unterstützung der Helfer war der Moment endlich gekommen. Das Ergebnis von Angelas Anstrengungen war ein strahlendes Gorilla-Baby mit leuchtenden Augen und einem weit aufgerissenen Mund, der zum ersten Mal die frische Luft der Welt schnappte. Angela nahm ihr Neugeborenes in die Arme, wiegte es liebevoll und nutzte in einem herzerwärmenden Augenblick ihre dunklen behaarten Arme als Kissen. Seine winzige Hand klammerte sich an ihren Finger, während sie ihn liebevoll von Kopf bis Fuß untersuchte und nach möglichen Anzeichen von Schwächen suchte. Nachdem sie zufrieden war, waren die Experten an der Reihe. Angela ließ geduldig zu, dass die Tierärzte das kleine Baby untersuchten. Sie wusste, dass das Team hier war, um zu helfen, denn es war nicht ihre erste Geburt. Glücklicherweise atmete der Neugeborene normal und reagierte gut auf die Tests. Wilco lobte alle für ihre gute Arbeit. Doch plötzlich durchzuckte Angela ein Schmerz, ihr Körper wurde unruhig, und ihre Aufmerksamkeit wandte sich vom Baby ab. Etwas Ernstes geschah in ihrem Inneren. Wilco, der das Geschehen von einer entfernten Aussichtsplattform aus beobachtete, vermutete, dass es sich um eine Art innere Blutung handeln könnte. Die Tatsache, dass keine Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung bei Angela durchgeführt worden war, erwies sich nun als riskant und möglicherweise fataler Fehler. Angela wälzte sich auf dem Boden, während die Tierärzte versuchten, ihr Medikamente zu verabreichen. Doch jedes Mal, wenn sie sich näherten, wehrte der Gorilla sich, schlug ihre Hände weg und blieb auf dem Boden liegen. Angela war entschlossen, jede Hilfe abzulehnen. Eine Sedierung könnte ihre Gesundheit gefährden und eine Operation wäre ebenso riskant. In diesem kritischen Moment wurde Wilco klar, was hier geschehen könnte. Über Funk instruierte er das Team, sich auf eine mögliche weitere Geburt vorzubereiten. Zuerst sahen sie ihn verwundert an. Einige von ihnen hatten mehr als 20 Jahre im Zoo gearbeitet und noch nie eine Zwillingsgeburt bei einem Gorilla erlebt. Doch sie brauchten nicht viel Überzeugung, denn als sie Angela genauer untersuchten, sahen sie bald selbst, was los war. Ein hellgrauer und rosafarbener Fleck lugte hervor und näherte sich der Außenwelt. Wilco hatte recht. Zwillingsgeburten waren bei Gorillas äußerst selten und noch unwahrscheinlicher war es, dass beide Babys unversehrt aus der Geburt hervorgehen würden. Die akute Bedrohung galt Angelas Gesundheit. Sie begann stark zu bluten und die Erschöpfung setzte ein. Angela wirkte, als würde sie noch größere Schmerzen empfinden als zuvor. Stöhnend hielt sie sich den unteren Teil ihres Bauches, stemmte sich gegen die großen Schmerzen, die ihren ganzen Körper durchliefen, und eine weitere lange Phase der Wehen folgte. Diesmal über eine halbe Stunde. Schließlich lag Angela ausgestreckt auf dem Boden und rang nach Luft vor Erschöpfung. Ein zweites fast identisches Baby war zur Welt gekommen, diesmal ein Mädchen. Sie war genauso winzig und bezaubernd wie ihr etwas älterer Bruder, doch ihr süßes Erscheinungsbild verbarg eine Reihe von Problemen. Das zweite Baby war nicht so gesund wie das erste. Es röchelte, hatte Schwierigkeiten beim Atmen und zeigte Anzeichen von chronischer Dehydrierung. Jedes dieser Probleme konnte eine ernsthafte Gefahr darstellen. Es wäre wirklich ein Wunder, wenn sie überleben würde. Angela hatte keine Kraft mehr, um das Baby zu halten. Das Team holte das Baby aus dem Gehege und brachte es in einen Operationssaal.
Als Angela sich einige Momente später aufrichtete und versuchte Luft zu holen, um sich zu erholen, blickte sie mit Angst in die Richtung, in der ihr Baby zusammen mit den Menschen durch das Tor verschwunden war. Sie war erschöpft, außer Atem und schlief schließlich unter den wachsamen Augen eines zurückgebliebenen Tierarztes ein. Ihre Tochter wurde in den Operationssaal gebracht, weg von ihrer Mutter. Noch wusste niemand, dass dies eine völlig falsche Entscheidung war, die katastrophale Folgen haben würde. Als erstes wurde das Baby an mehrere Schläuche angeschlossen, um eine ständige Versorgung mit Wasser und Nährstoffen zu gewährleisten. Von da an wurde der Behandlungsplan jedoch weniger klar. So konnte es nicht mehr lange weitergehen. Im Team herrschte fast völliges Schweigen. Keiner von ihnen war optimistisch, dass dieses Baby überleben würde. Wenn ein Baby bewusstlos war oder nicht richtig atmete, mussten sie es normalerweise einschläfern. Wilco versuchte hektisch über einige Anrufe bei einer nahegelegenen Forschungseinrichtung ein experimentelles Medikament zu erhalten, von dem er gehört hatte. Es könnte die einzige Überlebenschance für das Baby sein. Wenn das Projekt mehr finanzielle Mittel gehabt hätte, wäre es auch vorrätig gewesen. Das Medikament wurde speziell für diese Art des westlichen Flachland-Gorillas entwickelt. Leider hatte keiner der nahegelegenen Zoos das Medikament vorrätig. Der nächste gelegene befand sich über 1500 Kilometer entfernt in Spanien. Das war eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Es bedeutete, dass das Medikament sofort verschickt werden konnte, aber selbst mit Expressversand würde es frühestens in ein paar Tagen ankommen. Das Team kümmerte sich rund um die Uhr um den kleinen Gorilla, aber das würde vermutlich nicht ausreichen, um ihn so lange durchzuhalten. Wilco dachte über die gesamte Situation nach. Angela würde in diesem Alter wahrscheinlich kein Kind mehr zur Welt bringen können. Und wenn dieses Zwillingsweibchen es nicht schaffte, war das eine potenzielle Mutter weniger für die Zukunft. Die Bemühungen um eine Wiederbevölkerung hingen davon ab, dass es genügend weibliche Tiere gab, die Babys austragen konnten. In der Zwischenzeit erwachte Angela aus dem Schlaf und hatte Mühe, sich einen Überblick zu verschaffen, wo sie sich befand. Doch als sie sich wieder gefangen hatte, wurde sie sich ihres vermissten Kindes sehr bewusst. Sie spürte auch den Zeitdruck, denn sie wusste nicht, wie lange es her war, dass die Ärzte ihr das Kleine weggenommen hatten. Als sich die Stunden hinzogen, wurde ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Die Menschen waren nirgends zu sehen. Sie nahm den männlichen Zwilling auf einen Arm und rannte zum Rand ihres Geheges, wobei sie mit der freien Hand gegen einen Zaun hämmerte, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu erregen. Der Tierarzt, der das Gehege bewachen sollte, verschwand durch eine versteckte Tür, da er befürchtete, dass eine schützende Mutter jeden Moment gewalttätig werden könnte. Die Stille machte sie nur noch wütender. Das Team beobachtete den Gorilla über die Überwachungskamera. Für die Mitarbeiter war ihr Verhalten ein gutes Zeichen, denn es bedeutete, dass sie am Leben und wohlauf war. Währenddessen wurde der Herzschlag des Gorilla-Babys langsamer und seine Atemzüge schneller. Fast alle Mitarbeiter hatten die Hoffnung bereits verloren. Doch Wilco hatte eine ungewöhnliche Idee. Aber als er sie zum ersten Mal vorschlug, wurde er von seinen Kollegen schnell abgewiesen. Als die Situation jedoch immer verzweifelter wurde, beschloss man, einen Versuch zu wagen. Wilco wollte Angela die Chance geben, ihr Baby im Arm zu halten, in der Hoffnung, dass dies eine Art tiefe mütterliche Bindung auslösen und ein Wunder bewirken würde. Noch immer in einen weißen OP-Kittel gekleidet, trug er das fast leblose Baby hinaus in Angelas Gehege, die sofort interessiert den Kopf hochsteckte. Angela war von ihren Gefühlen überwältigt und rannte auf Wilco zu. Es gab einen kurzen Moment, in dem das Team unsicher war, ob sie aggressiv sein würde oder nicht. Aber diese Befürchtungen verschwanden, als sie ihren zweiten Zwilling sanft aus Wilcos Armen nahm. Die beiden tauschten einen langen, verständnisvollen Blick aus. Als sich die Gorilladame jedoch umdrehte, stieß sie ein kräftiges Stöhnen aus. Doch sie hatte nicht die Absicht aufzugeben. Sie wiegte das Neugeborene zärtlich und schaukelte es von einer Seite zur anderen. In diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Als der kleine Gorilla die warme Umarmung seiner Mutter spürte, streckte er langsam seine Gliedmaßen aus, eine Bewegung, die er seit seiner Geburt nicht mehr gemacht hatte. Wilco war nur wenige Meter entfernt und konnte seinen Augen kaum trauen. Er hatte erwartet, dass er bald den leblosen Körper aus dem Gehege holen müsste. Doch als sich das Baby an Angelas Brust schmiegte und sie beide Zwillinge eng an sich drückte, schien sich der Zustand des Babys plötzlich zu verbessern. Wilco näherte sich den beiden und legte sanft ein Stethoskop auf die Brust des Babys. Er konnte hören, dass sich sein Herzschlag wieder beschleunigte. Für einen Moment konnte Wilco kaum glauben, dass seine unkonventionelle Methode tatsächlich zu wirken schien. Ein paar weitere Tests bestätigten, dass sich der Gesundheitszustand des Babys tatsächlich verbesserte. Am nächsten Tag traf endlich das dringend benötigte Medikament ein. Wilco eilte frühmorgens dem Lieferwagen auf dem Parkplatz entgegen, kritzelte hastig seine Unterschrift und kehrte zurück in den Zoo. Wilco betrat erneut das Gehege. Durch die enge Verbindung, die er zu Angela aufgebaut hatte, vertraute sie ihm mehr als jeder anderen Person. Nachdem das Medikament injiziert worden war, dauerte es nur wenige Stunden, bis es zu wirken begann. Das Leben des Babys war gerettet. Und damit ein wichtiger Schritt für die Erhaltung der Gorillas.
Wenn dich diese Geschichte genauso fasziniert hat wie uns, solltest du dir dieses Video anschauen. Ein Gepard brachte 5 Jungen zur Welt, doch dann passierte etwas Unglaubliches. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.